Er regt sich auf. Wahrscheinlich hat er die Seuche selbst. Quatsch. Hast du recht, da wird er viel mehr winseln, bevor er abkratzt. Pass auf. Sofort auf damit! Natalie, bitte. Wir müssen reden. Also gut, dann reden wir. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Wenn du meine Gefühle nicht erwidern kannst, dann müssen wir uns trennen. Und was ist mit Ihnen? Sie selbst opfern lieber einen Unschuldigen, bevor Sie sich die Frage stellen, ob Ihr Sohn Ansgar vielleicht ein Mörder ist. Tut mir leid. Du Psycho! Ein Arsch, echt. So, jetzt Kinder, zahlen gehen, Feierabend. Aber Kein Aber. Und das nächste Mal gibt's nur Milch. Wer kein Bier verträgt, der soll's bleiben lassen. Na, wird's bald? stimmt so. Abmarsch. Hey, der Argentinier ist echt krass unterwegs. Frau Jones, jetzt vergreifen Sie sich im Ton. Mag sein. Aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und da Sie anders nicht zu überzeugen sind, Sie sollten wissen, dass gerade ich ein großes Interesse habe, diesen Fall aufzuklären. dann stellen Sie sich die Frage, wem Rush sonst noch im Weg war. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Auf Wiedersehen. Und wissen Sie was? Ich würde auch alles tun, um meine Kinder zu schützen. Leben Sie wohl. Ich möchte einfach geliebt werden. Ist das so schwer zu verstehen? Lars, ich mag dich wirklich sehr gerne. Das ist mir aber zu wenig. In meiner letzten Beziehung... Aber dass das mit Hannah und dir so gelaufen ist, dafür kann ich doch nichts. Ja, natürlich nicht. Ich möchte einfach nicht noch mal so enttäuscht werden. Du willst das wirklich durchziehen? Ich kann nicht anders. Ich gratuliere. Also, holst du uns jetzt jeden Morgen mit dem Taxi ab? Och, da wird deine Tochter aber nicht reich bei. So selten wie du ein Taxi rufst. Sag mal, willst du Kuchen oder Streit? Oh, Paul, Lust auf Kuchen? Ich habe meine Prüfung bestanden. Freut mich. Freude sieht anders aus. Ich habe Konstantin geschlagen. Bitte? Ja, das war nicht so geplant. Eigentlich wollte ich seinem Kumpel eine reinhauen. Was? Ja, wenn du gehört hättest, was der gesagt hat. Aber du kannst doch nicht einfach... Doch, bei vorsätzlicher Blödheit schon. Was hat denn der Junge? Ach, Papa. Ich wünsche mir einfach nur mal einen Tag ohne Ärger. Halten Sie es immer noch für eine gute Idee, mich im Kreis Ihrer Familie zum Essen einzuladen? Bitte. Danke. Meine Familie respektiert meine Gäste. Wenn sie es nicht tut, dann tut sie wenigstens so. Etikette ist alles. Ah, guten Abend, Frau Jones. Danke, Landstein. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Ich habe von Ihrem Auftritt bei Gericht erfahren. Wirklich sehr beeindruckend. Kommt Vater noch? Ich glaube nicht. Ihm ist wohl der Appetit vergangen. Oh, Frau Jones diniert mit uns. Ich dachte, ich bereite euch eine kleine Freude. Ja, eine ausgesprochen große sogar. Graf Lahnstein, Ihre Meinung zum Fall Rush würde mich sehr interessieren. Aber Frau Jones, die kennen Sie doch bereits. Im Übrigen finde ich Ihre Gegenwart hier... Die Gegenwart deiner Bekannten ist für uns auch alles andere als erfreulich. Oh, Gott sei Dank, es gibt schon Essen. Na, Abend zusammen.
Hallo, ihr beiden. Hi. Hi. Ich habe noch was vergessen. Ich komme gleich wieder. Und? Verloren. Aus und vorbei. Mann, du bist echt beknackt, Alter. Wieso ich? Sie. Du auch. Gregor, kannst du mir helfen? Ich krieg die Rollen irgendwie nicht hin. Ich habe keine Zeit. Aber zum Essen bist du wieder da, oder? Bei Sushi immer, aber was das Rollen angeht, da frag Lars. Der ist an sowas spitze. Lars. Nicht wahr? Du wolltest die doch unterstützen. Hilfst du mir? Wie, das soll Sushi werden? Ja, laut Kochbuch. Gregor meinte, du seist der reinste Sushi-Meister. Und du glaubst ihm das? Ja. Lass doch mal den Reis sehen. Der klebt ja gar nicht. Am besten wir setzen 9 auf. Gute Idee. Neuer Reis, neues Glück. Was willst du denn hier? Ich hatte keine Lust, länger mit Ansgar und seiner Schlange an einem Tisch zu sitzen. Ich auch nicht. Schön, dass Frau Jones endlich die Wahrheit gesagt hat. Wahrheit. Dieses Wort ausgerechnet aus deinem Mund? Also gut, ich habe Vater belogen. Aber was hast du denn eigentlich jahrelang gemacht? Er weiß jetzt wenigstens über mich Bescheid. Ach, so ein Quatsch. Ohne deine Hochzeit wüsste er bis heute Was nicht. ist denn hier los? Wir trinken Tee. So sieht also Tee trinken aus. Oh Mann, dass ausgerechnet ihr beiden euch auch noch in die Haare kriegen müsst. Da oben ist auch nicht gerade prickelnde Stimmung. Ansgar und seine Tussi, das sind die reinsten Eisberge. Ist doch nichts Neues. Und warum streitet ihr euch? Ah, die lieben Geschwister. Einträchtig wie immer. Komm, bitte, spar dir deine Sprüche, ja? Du solltest dich lieber um deine Tanja kümmern. Am besten ihr verschwindet, bevor die Polizei auf sie aufmerksam wird. Was soll das denn heißen? Bernd kommt als Mörder nicht mehr in Frage. Und die Anzahl der anderen Verdächtigen ist auch nicht gerade groß. Lassen Sie sich nicht stören. Kann mir jetzt mal bitte jemand sagen, was hier los ist? Das ist eine Sache zwischen uns dreien. Wir würden das gern unter uns klären. Nico, bitte. Mann, das reicht. Klar, wenn du nicht willst, dass die Schwellung zurückgeht. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Mann, das war doch total harmlos. Was hast du denn gemacht? Ach, nix. Och, was Jungs in dem Alter manchmal so tun. Du hast dich geprügelt? Mann, ich nicht, aber Paul ist auf einmal total ausgerastet und hat mir eine reingehauen. Kannst du nicht mal eine Minute ruhig sitzen bleiben? Frau Kepler, danke. Ich glaube, das reicht. Wenn du meinst. Sag mal, was geht denn hier ab? Eiszeit im Esszimmer, in der Küche ist der totale Stress und du prügelst dich mit Paul. Was hat er denn gegen dich? Ach, Kai hat einen seiner blöden Sprüche losgelassen und Paul ist sofort auf ihn los. Ja, ich wollte dann dazwischen und naja, Paul scheint ja nicht gerade viel Spaß zu verstehen. kapier ich auch nicht. Bis jetzt kam er immer so cool rüber. Und dann plötzlich? Vielleicht hat er auch einfach nur einen schlechten Tag. Keine Ahnung. Oh, was ist denn hier los? Susanne hat mir erzählt, was passiert ist. Ich wollte Konstantin noch gar nicht treffen, sondern nur diesen Idioten. Dann sag ihm das. Ja, das sagst du so leicht. Ja, und was ist, wenn ich jetzt bei Konstantin für immer unten durch bin? Bestimmt nicht. Aber warum wolltest du dich denn überhaupt prügeln? Ist das nicht egal? Ging es vielleicht um AIDS? Es ging also darum. Kein Wunder, dass du ausgetickt bist. Ja. Zimmerservice. Nico. Oh, das sieht aber wirklich gut aus.
Ja, das ist eine kleine Wiedergutmachung, weil ich in den letzten Wochen so wenig Zeit für dich hatte. Das klingt ja gerade so, als wäre ich ein Patient. Das nicht, aber nach deiner Trennung von Cecile. Das ist wirklich lieb von dir. Aber irgendwann sollte man lernen, mit seinen Schicksalsschlägen umzugehen. Dann macht es dir also gar nichts aus, dass Carla, Ansgar und Leonhard sich streiten? Ist das nicht normal unter Geschwistern? Schon. Aber als ich sie gefragt habe, was los ist, da haben sie nur gesagt, dass mich das nichts angeht. Wahrscheinlich ging es um den Prozess und diese leidige Schwarzgeldaffäre. Ja, und die Familie ist mal wieder in den Schlagzeilen. Und dass Carla und Leonhard Ansgar deswegen Vorwürfe machen, kann ich mehr als verstehen. Ja, okay, aber warum streiten sich dann Carla und Leonhard? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen. Probier die mal. Die? Ja, ich weiß, die ist noch nicht perfekt. Also irgendwie pappt der neue Reis auch nicht so richtig und irgendwas mache ich falsch. Ah, dann nimm die mal. Oh, Mist. Das ist kein Mist, das ist ein absolutes Desaster. Na, danke schön. Am besten du rufst diesen Japaner an, wo du das Zeug bestellt hast und orderst Sushi-Kleber. Sushi was? Kleber für Sushi-Rollen aus Eiweiß. Den benutzen japanische Sushi-Köche für ihre verunglückten Makis. Und wie heißt das Zeug? Gebibidong. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, oder? Nur symbolisch. Ihr seht mir wirklich nach totaler Beziehungskrise aus. Na, wie schön, dass du mal wieder Zeit hast, dich zu entspannen. Warum bist du eigentlich so nervös? Nervös? Ach, weißt du, Vater will morgen eine seiner Familiensitzungen abhalten. Ist doch herrlich, da kommt die ganze Familie mal wieder zusammen. Ja, natürlich. Ganz besonders dann, wenn man damit rechnen muss, von seinen Geschwistern als Mörder bezeichnet zu werden. Carla und Leonhard bauen nur auf die Aussage der Jones. Immerhin. Hier, lies das. Da findest du alles über die kriminelle Vergangenheit unserer lieben Jones. Was soll ich denn mit diesem zusammengereimten Zeug? Das sind Fakten. Dass sie schon einmal im Gefängnis saß, das müsstest du eigentlich wissen. Wegen Versicherungsbetrug. Und wer war ihr Komplize? Bernd von Beinbach. Ja, gut und schön, aber meinst du, das reicht? Mehr als das. Lies es dir durch. Ich bin mir sicher, damit kannst du ihre Glaubwürdigkeit als Zeugin erschüttern. Wenn es nach Susanne ginge, müsste mein Zimmer überhaupt nicht gestrichen werden. Was? Nein, das hat sie doch nicht so gemeint. Und warum hat sie es dann so gesagt? Ja, sie hat viel um die Ohren. Ja, ja, schon gut. Guck mal, was hältst du denn von der? Rosa, muss ich mir noch überlegen. Ja, dann mach das. Hi, ist Paul da? Hi, nee, der ist mit Anne und Susanne in der Stadt. Ja, kann man nichts machen. Das sehe ich anders. Ich weiß, was heute passiert ist. Ja, genau darüber wollte ich mit ihm sprechen. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ja, du willst doch wissen, warum er so ausgerastet ist. Du? Na, das war doch wirklich essbar. Vielen Dank, meine Lotusblüte. Ich verdrück mich. Es sei Sayonara. Bis morgen. Gute Nacht. Willst du noch ein bisschen Sushi? Keine Chance. Na gut, dann gehe ich eben auch ins Bett. Ich muss noch arbeiten. Prozessvorbereitung. Lars, unseren ersten Tag als nur Freunde haben wir doch ganz gut hinbekommen, oder? Ja, finde ich auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen.
Naja, jedenfalls ist der Typ voll ausgerastet. Na, ihr? Konstantin, mein Retter in der Not. Du kommst genau richtig. Erzähl doch mal, wie der Psychopath auf dich losgegangen ist. Paul ist kein Psychopath. Deine Nase ist immer noch dick. Komm, übertreib's nicht. Wieso nimmst du denn überhaupt den Schutz? Der hat sie doch nicht mehr alle, geht einfach ohne Grund auf uns los. Nein, Paul hatte seine Gründe. Was für Gründe? Der ist ja voll krank im Kopf. Deine dämliche Bemerkung über AIDS-Patienten. Was? Du hast so einen dummen Spruch über AIDS gemacht. Na und? Pauls Mutter ist an AIDS gestorben. Was? Doch, echt. Komm, Quatsch, kein Mist. Nee, ist wirklich so. Seine Schwester hat's mir selbst erzählt. Verstehe. Und wenn's einer in der Familie hat? Noch Kaffee? Ja, bitte. Und wann geht's los heute? Gar nicht. Die Verhandlung geht erst morgen weiter. Schön, dann kannst du ja mit mir auf den Flugplatz kommen. Ja, wieso? Soll ich deinen Helikopter putzen? Nein, ich wollte bloß eine neue Route abfliegen und da hätte ich gerne deine Meinung gehört. Ein andermal gerne. Morgen. Morgen. Na, gut geschlafen? Ging so. Und, steht was Spannendes drin? Keine Ahnung. Schaust du dir nur die Bilder an? Nein, ich lese die Stellenanzeigen. Du suchst einen neuen Job? Mhm. Aber wieso denn? Ich dachte, es läuft ganz gut als Anwalt. Das schon. Aber in anderen Städten gibt es auch schöne Kanzleien. Du hältst Sylvia Jones also für eine Lügnerin. Ihr wisst doch so gut wie ich, dass sie schon mal verurteilt wurde. Wegen eines Verbrechens, das sie gemeinsam mit Weinbach ausgeheckt hat. Was hat das bitte mit dem Mordfall zu tun? Ich bitte dich. Warum sollten wir jemandem trauen, der schon einmal eine Haftstrafe absitzen musste wegen Versicherungsbetruges? Ach, und wieso sollen wir deiner Freundin Tanja trauen? Sie ist nicht meine Freundin. Und um den plötzlichen Konkurs ihrer Firma Daylight Pictures ranken sich ebenfalls die wildesten Gerüchte. Eben, nur Gerüchte. Vater, wir dürfen dieser Frau nicht trauen. Warum sollte sie ausgerechnet für ihren Erzfeind Bernd einen Meineid riskieren? Kannst du mir das mal erklären? Was weiß ich, was im Kopf dieser Kriminellen vorgeht? Der Ruf deiner Mätresse ist auch alles andere als untadelig. Entschuldige, sie ist nicht meine Mätresse. Ach nein. Mit Verlaub, du spinnst doch. Mäßige dich bitte, Ansgar. Ich lass doch nicht so einfach meine Gäste hier beleidigen. Diese Frau ist so durchtrieben, die kann man gar nicht beleidigen. Dann erübrigt sich wohl die Frage, Carla, wem du mehr Glauben schenkst. Unbedingt. Und du, Leonhard? Ich schließe mich Carlas Meinung an. Typisch. Wie früher. Nichts ist wie früher und daran bist du schuld. Wie dem auch sei, ich glaube, Frau Jones hat die Wahrheit gesagt. Warte, das kann unmöglich dein Ernst sein. Doch, mein Sohn. Ja, bis später. Bis später. Ansgar. Ich glaube, wir beide haben noch etwas zu klären. Und ihr glaubt ihr immer noch nicht, oder was? Der Graf ist es gewohnt, dass nur seine Wahrheiten zählen. Ich habe ihm zumindest zu denken gegeben. Enttäuscht? Sehe ich so aus? Nein. Ich brauche seine Absolution nicht. Den Versuch war's wert. Und im Übrigen bin ich in ein paar Stunden weit weg von all dem. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Ja, mach dir keine Sorge, diesmal meine ich es ernst. Mich hält hier sowieso nichts mehr. Außer dir natürlich. Oh Mann, ich hasse Abschiede. Vor allem, wenn ich da gleich zweimal durch muss. Tja, wem sagst du das? Aber Felix, es tut mir leid, es geht wirklich Ist nicht schon anders. gut. Versprich mir einfach, dass du glücklich wirst. Wo immer du auch bist. Ich versprech's. Weißt du eigentlich, wie stolz ich auf dich bin? Ich könnte nie mit einem so guten Gefühl wegfahren, wenn ich nicht wüsste, dass... Meld dich einfach, okay? Mach ich. Ach ja, und grüß Hagen von mir. Sag ihm, er soll auf dich aufpassen. Das machen. Obwohl ich das selber kann.
Lisa, auf dich muss man immer warten. Ich komme gleich. Ja, wenn du noch länger trödelst, ist das Hallenbad super überlaufen. Um die Zeit sind eh alle in der Schule. Eben, deshalb sollten wir uns ranhalten. Bevor ich vergesse, Konstantin war gestern noch hier. Das sagst du jetzt erst? Ich habe ihm erklärt, weswegen du auf diesen Typen losgegangen bist. Du hast ihm erzählt, was mit meiner Mutter passiert ist? Ja, aber er hat's wirklich verstanden. Ja, trotzdem. Ich wollte dir nur helfen. Konstantin ist doch dein Freund. Ich hätte ihm das aber gern selbst gesagt. Ja, und den Zeitpunkt hätte ich mir auch lieber allein ausgesucht. Okay, Leute, ist genug für alle da. Voll krass. Bitte. Wer will noch mal? Der hat noch nicht. Was hast du denn da? Danke, Konstantin. Wofür? Na, dass du mir die Sache mit Pauls Krankheit gesteckt hast. Jetzt weiß ich endlich, wieso er so ist, wie er ist. Mann, Paul ist nicht krank. Seine Mutter ist an AIDS. Vergiss es. Zum Glück konnte ich die anderen warnen, sonst steckt er uns noch alle an. Sag mal, spinnst du? Du wiederholst dich. Ich wiederhole lediglich die Fakten, die gegen Frau Jones sprechen. Aber deine Fakten sind nichts gegen die Argumente, die Carla angeführt hat. Und das Entscheidende ist, lass mich bitte ausreden. Das Entscheidende ist, deine Bekannte verfügt über einen mehr als zweifelhaften Leumund. Dann hältst du Beinbach also auch für unschuldig? Ja. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich Rush umgebracht habe? Kann ich das wirklich ausschließen, Ansgar? Vater! Mir gefällt diese Möglichkeit ganz und gar nicht, das kannst du mir glauben. Ich bin dein Sohn, du kannst mich doch nicht für einen Mörder halten. An diesem Punkt sind wir schon einmal gewesen. Und genauso wie heute bist du mir eine Antwort schuldig. Nein, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Wirklich alles? Wie tief war Frau von Anstetten in diesen Sumpf aus Korruption und Schwarzgeld verwickelt? Hat sie Rush umgebracht? To